Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir sind heute in einer sehr geheimen Halle in München. Und wenn ihr das so ein bisschen honorieren wollt, ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert genau jetzt den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Auto vorgestellt, von der bezaubernden Jessica oder von mir. Macht das eine gute Sache. Und eigentlich habe ich gedacht, heute sehe ich zum ersten Mal den ID.Buzz unverhüllt. Ich kann euch einen kleinen Einblick darauf gewähren, aber was eigentlich da ist und was viel spannender ist und was beide Themen verbindet, ja, ist das erste Auto, was ich persönlich sehe, was autonom Level 4 fahren kann. Hier ist er nämlich, der ID.Buzz als Prototyp, der zusammen mit einer Firma Argo AI ja, hier Prototypen herstellt, die in München rumfahren werden und immer noch mit einem Fahrer, ja, aber theoretisch autonom Menschen befördern sollen können. Und da ist dieses Auto hier natürlich ideal geeignet, denn langer Radstand hier natürlich, ne, und gute Ausmaße für einen People Mover. Was es jetzt mit dem ganzen Thema auf sich hat, werdet ihr genau in diesem Review erfahren. Und dann gibt es einen kleinen Kurs am Anfang von mir für diese 2 Weltpremieren in meinem Herzen. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner, das ist GoLeasy. Die werden den natürlich nicht im Leasing haben, deswegen lassen wir das mit der Werbung hier an der Stelle weg. Den ID.Buzz werden sie dann in Zukunft haben und der soll Anfang 2022 kommen. Ihr habt ja schon die Prototypen gesehen, die Studien habt ihr gesehen. Hier können wir jetzt relativ viel erkennen und naja, es ist so, ab 2022 wird es dann nicht den People Mover geben, was dann als Transportfahrzeug mit Fenster hinten genutzt werden kann oder für Familien, sondern auch noch gleich die Cargo-Version. Und wir haben euch ja den T7 gezeigt. Der T7 war bei euch, wie soll ich sagen, umstritten. Der hat echt polarisiert. Die einen fanden den mega, Familien, die gesagt haben, wir kaufen den sofort, endlich ein nützlicherer, besserer VW-Bus, den es ja weiter auch jetzt nicht nur auf dem MQB gibt, sondern auch auf der alten Plattform als T61, wo dann noch ja, die Nutzversionen und auch der California zum Beispiel, also die Camping-Version drauf ist, sondern eben auch als moderne Version, was viele sehr abfällig, und das hat mir nicht gefallen, dann als besseren Charan bezeichnet haben. Fand ich nicht so gut, aber euer Feedback zu dem Auto war wirklich geteilt und teilweise auch ein bisschen umstritten aus meiner Sicht. Das Auto gibt es dann auch zum ersten Mal, den T7, eben als Plug-in-Hybride, allerdings auch noch mit reinen Verbrennern. Wenn man jetzt hier drüber spricht, ist es was ganz anderes, denn das ist der ID.Buzz. Ja, das ist das Auto, was jetzt voll elektrisch, rein elektrisch kommen wird, was auf dem MEB steht, dem modularen Elektrobaukasten, genau der Baukasten, auf dem auch der ID.3, der ID.4 steht. Und wenn ihr euch zum Beispiel mit dem ID.4 ein bisschen beschäftigt habt, wisst ihr, dass es da zum Beispiel 2 Akkugrößen drin gibt, dazu kommen wir später, unterschiedliche Motorvarianten, eine heckgetriebene Version, eine Allradgetriebene Version, habe ich euch gezeigt mit dem ID.4 GTX zum Beispiel auch. Spannend, aktuell bekommt man 10.000 € Förderung bei einem Elektroauto, zahlt nur 0,25% Dienstwagensteuer unter gewissen Schwellwerten natürlich. Ja, und wenn wir jetzt hier drüber sprechen, dann seht ihr schon, und das ist ganz interessant, dieses Auto sieht nicht aus wie ein Auto, das ihr bisher gesehen habt. Dieses Auto sieht aus ja, wie ein Space Shuttle. Und das ist großartig, denn Volkswagen investiert, also Volkswagen Nutzfahrzeuge, richtig ins teilautonome Fahren. Das macht man zusammen mit Argo AI. Das ist eine amerikanische Firma, da ist zum Beispiel auch Ford investiert, weil diese ganze Technik, die hier drin ist, so teuer ist. Vielleicht für euch mal ein kleiner Überblick. Wir haben 6 Lidare hier drin, das sind diese kleinen Dinger, die können sich ja quasi Laserstrahlen rausbewegen, wieder zurückbewegen
Ding und messen alles aus. 6 Stück sehen aus wie so kleine Red Bull-Dosen. Ihr seht da oben eine ganz große, an der Seite seht ihr welche. Wir haben 11 Radarsensoren, die sieht man dann immer unter den weißen Abdeckungen hier zum Beispiel. Ja, und wir haben 14 Kameras hier drin. Zusammen läuft das alles in einem Rechner im Innenraum, der ist ja gekühlt natürlich, hat noch ein Backup da drin und dieser Rechner soll ein dreidimensionales Bild formen. Ja, wenn man den Christian Buhlmann fragt, dann sagt er, das ist genau das, was sich Menschen eben nicht vorstellen können. So viel zur Technik. Ihr seht hier oben zum Beispiel Kameras, ihr seht den Radarsensor ganz oben, seht den hier, ne? Ihr seht die Lidare da auch, also das Auto ist ganz schön verbaut. Trotz allem darf, kann, will, soll und muss ich euch ganz viel ja zu dem ID.Buzz erzählen. Wenn ihr den von vorne anschaut, dann seht ihr schon, dass die Scheibe hier relativ aufrecht steht. Ihr seht auch, dass die so aussieht, als würde sie quasi hier rauskommen, quasi aus der Haube hier vorne. Und dann haben wir hier ein großes VW-Logo, weiß auf schwarz, Kamera nach vorne. Hier unten seht ihr ein Element, was ich nicht glaube, dass es so in der Serie kommen wird, auch nochmal mit dem Sensor da unten. Und ansonsten ist es natürlich sehr spannend, wenn man ins Profil geht, ist dieses Auto, und das habe ich euch eingangs erzählt, ideal geeignet als People Mover. So war auch der Arbeitstitel für dieses Auto, was im Grunde auch ein Arbeitstitel ist erstmal. Warum? Wir haben hier ein Auto, was 4,70 Meter lang ist. Das ist der kurze Radstand mit knapp über 3 Metern. Es gibt dann noch einen längeren Radstand und ein Auto, was dann länger sein wird, mit etwa 5 Metern Länge. Normalerweise ist der heckgetrieben, man wird aber auch eine Allradversion bekommen. Wenn man mit VW-Nutzfahrzeugen spricht, dann sagt man, okay, also der ganz kleine Akku, den er ID.4 zum Beispiel kennt, der macht keinen Sinn in so einem großen Auto. Also wird man vermutlich mit der 77 Kilowattstunden fassenden Version beginnen. Der Akku sitzt hier unten. Der Vorteil beim Akku, der tief zwischen den Achsen liegt, ist nicht nur ein tiefer Schwerpunkt, sondern auch sehr viel Platz im Innenraum. Innenraum darf ich euch leider noch nicht zeigen. Kofferraum darf ich euch auch noch nicht zeigen. Und er kann sagen, dass nach aktuellem Stand mit der kleineren Akkuversion hier eine Reichweite von vielleicht 400 Kilometer zugänglich wäre. Allerdings haben wir hier ja auch noch relativ viele Systeme, die eben auch noch sehr viel Energie fressen. Was jetzt interessant ist, schaut euch die Überhänge an vorne, das ist wirklich gut, ne? Ihr könnt auch schon so ein bisschen hinter der Folierung die Leuchten erkennen. Ich vermute mal, es wird LED-Licht serienmäßig sein, Matrix-LED-Licht mit quasi einer permanenten Fernlichtwirkung wird optional sein. Zu den Felgen kann ich euch noch nichts erzählen. Ihr seht die hier, meiner Meinung nach sind es 19 Zöller aerodynamisch optimiert. Und hier seht ihr zum Beispiel 2 Radarsensoren, ein LiDAR-Sensor. Ihr seht auch, wie aufrecht hier die Scheibe steht, diese kleine Zwischenscheibe hier vorne. Ihr könnt schon echt viel erkennen. Die Frage ist nur, wird es halt dann so in Serie kommen. Bügeltürgriffe haben wir hier an der Seite relativ flach. Da oben seht ihr auch die ganze Sensorik. Die Beklebung, da seht ihr die Firma Argo AI, bei der Volkswagen Commercial Vehicles beteiligt ist. Moja kennt ihr ja alle, ne? Da fahren ja die Moja Elektroautos schon in Hamburg rum, sind 200 Autos, 700 Fahrer. Ihr kennt wahrscheinlich das Bild irgendwie von dem Parkplatz. Und wenn ihr euch jetzt mal das Auto hinten anschaut, dann haben wir hier Radarsensor, Kamera, Radar, LiDAR. Ja, und eigentlich sollte es so sein, dass dieses Auto nirgends einen toten Winkel oder überhaupt einen Winkel hat, was es nicht abdeckt. Und das ist spannend, weil da oben 400 Meter, der Sensor misst quasi alles aus auf 400 Meter. Und was macht jetzt das teilautonome Fahren Level 4 aus? Also wenn ihr moderne Assistenzsysteme habt, habt ihr entweder nur eine Kamera, habt ihr nur ein Radar zum Beispiel. Hier ist es so, dass wir 3 Systeme haben. Und diese 3 Systeme, die ich euch erzählt habe, fällt 1 aus, habt ihr theoretisch immer noch 2 und damit dieses teilautonome Fahren Level 4. Mit Jessica in dem EQS habt ihr ein Video bei uns mit teilautonomem Fahren Level 3. Das ist eine Stufe weiter. Was jetzt interessant ist, laden kann wir hier. Ne? Bei dem Akku war das in der Vergangenheit 125 kW Schnellladen und an der Ladesäule onboard bis zu 11 kW. Ganz spannend, ob es jetzt hier so sein wird in Serienreife, weiß ich einfach nicht. Ja,
Hier steht's, Self-Driving Test Vehicle. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist, ist natürlich hinten, wie klar die Scheiben sind, wie klar das Auto designt ist. Also all diejenigen, die jetzt gesagt haben, okay, mir ist im Grunde irgendwie der T7 zu spacig, zu verrückt, die werden hier natürlich mit einem noch spacigeren Design, allerdings mit klaren Linien abgeholt aus meiner Sicht. Was wir machen dürfen, hoffe ich zumindest mal, ist euch hier so einen kleinen Einblick über die Leuchten hier hinten geben. Interessant wird auch sein, wenn diese Autos jetzt in München rumfahren, ne, in Zukunft nicht erschrecken, das ist quasi der Zukunft geschuldet. Was spannend wird, wir sitzen jetzt mal kurz rein, das Auto hat innen, also ist innen auch total abgeklebt, mit dem ja, serienfertigen ID.Buzz dann ganz wenig zu tun, aber ihr könnt so ein bisschen vielleicht die Platzverhältnisse erhaschen, auch wenn die Sitze noch nichts mit dem fertigen zu tun haben. Komm mit. Und das ist natürlich jetzt spannend. Vergesst mal, was hier vorne passiert, vergesst mal die Materialien, vergesst mal das ganze Plastik, was hier noch drin ist. Das wird dann in der Serie nicht so sein, aber was interessant ist, und das haben ja viele kritisiert beim T7, wir haben beim T7 vorne zum ersten Mal so eine Schnauze, das ist natürlich der Plattform geschuldet. Hier sehe ich quasi wie beim T1 nichts. Nur Horizont, allerdings was sich komplett vom T1 unterscheidet ist, schaut mal, wie weit die Scheibe hier vorne weg ist. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Wenn das Auto dann teilautonom Level 4 unterwegs sein wird, ja, dann wird hier immer ein Fahrer drin sitzen. Auch das ist wichtig, einfach für die Sicherheit. Jetzt mache ich, glaube ich, gleich im Anschluss mal mein Fazit, weil ich kann euch leider im Fazit noch nicht so viel erzählen. Ich kann euch weder erzählen, was hier eine Fahrt kosten wird. Ich kann euch auch keine Tickets verkaufen. Ich kann euch nicht erzählen, was dieser Prototyp kostet. Und ich kann euch leider auch überhaupt noch nicht erzählen, was dann der ID.Buzz kosten wird. Ich kann euch nur erzählen, dass ich mich scheiße aufs Auto freue, weil naja, ich glaube, dass viele Fans der Elektromobilität und vom alten VW-Bus hier quasi zwei Dinge in einem, was sie mögen, irgendwie vereint bekommen können. Frage ist dann, wie sind die Lieferzeiten? Die Frage ist dann, wie sind die Reichweiten? Die Frage ist dann, wird es irgendwann dieses Auto elektrisch auch als California-Version geben? Das kann ich euch leider nicht verraten. Was ich euch versprechen kann, ist, dass ich das Auto so früh wie möglich vorstellen werde. Und ansonsten wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr mal bei unserem Kooperationspartner dann durchschaut. Das ist GoLeasy. Allerdings haben die den aktuell noch nicht im Leasing, aber in Zukunft irgendwann. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Was machen wir? Wir stellen euch jeden Tag eine neue, Entschuldigung bitte, Volkswagen Nutzfahrzeuge Karre vor, entweder Jesse oder ich. Abonniert den Kanal, schaut da vorbei, denn da seid ihr umfangreich informiert auf dem Automobilmarkt. Und sind wir mal ehrlich, in Zukunft wird alles elektrisch werden. Deshalb macht das jetzt, auch wenn ihr die reinen Elektrofreaks seid, uns hier noch ein paar Verbrenner gibt. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Video. Tschüss.